Hi, hier ist Mui von Dr. Plano und in diesem Video zeige ich dir, wie ein Schichttausch oder eine Krankmeldung funktionieren. Dafür gibt es nämlich die tolle Tauschbörse von Dr. Plano. Beginnen wir erstmal mit dem Schichttausch. Nehmen wir an, ich suche Ersatz für diese Schicht, die ich machen soll. Dafür klicke ich auf die Schicht und finde hier bei meinem Namen den Button Ersatz suchen. Der führt mich hierher. Ich sehe meine ausgewählte Schicht, kann entscheiden, ob ich mich krank melden möchte. Das möchte ich jetzt in diesem Fall nicht. Später komme ich darauf nochmal zurück. Gebe dann für die Ersatzsuche noch meine Präferenz an. Ich möchte gerne im Gegenzug dafür, dass jemand meine Schicht abnimmt, eine Schicht von der Person übernehmen. Außerdem kann ich meinen Mitarbeitern eine Frist setzen, bis wann ich unbedingt ihre Antworten brauche. Wenn ich keine Frist setze, läuft die Ersatzsuche so lange, bis die Schicht vorbei ist. Meine Suche könnte ich auch ganz gezielt an eine einzelne Person adressieren oder, wie ich in diesem Fall, dieses Feld einfach leer lassen. Damit werden alle Mitarbeiter angeschrieben, die berechtigt sind, in dieser Schicht zu arbeiten. Mit Anlegen schließe ich dieses Formular ab und starte meine Ersatzsuche. Das heißt, die berechtigten Mitarbeiter werden über meine Suche benachrichtigt und ich warte auf ihre Antworten. In meinem persönlichen Schreibtisch sehe ich auch einen Eintrag für meine Schicht. Außerdem werden mir hier die Schichten angezeigt, für die andere Ersatzsuchen. Im Unterschied zu irgendwelchen E-Mail-Listen, WhatsApp oder Telegram-Gruppen werde ich hier aber nicht zugespammt, denn ich bekomme nur die Schichten angezeigt, die ich machen darf und wo ich tatsächlich auch verfügbar bin, also zum Beispiel, wo ich nicht gleichzeitig in einer anderen Schicht arbeite. In diesem Fall hier sucht Anna Ersatz für ihre Frühschicht. Ich erkenne an diesem roten Zeichen, dass ich ihr eine Antwort geben muss. Es ist sozusagen ein To-Do-Zeichen, worauf ich besonders achten sollte. Also klicke ich drauf, bekomme zuerst ein paar Informationen über Annas Ersatzsuche und darunter beim Verhandlungsstatus sehe ich quasi den Status meiner Verhandlung mit Anna. Ich habe noch nicht reagiert, deswegen steht hier, dass Anna auf meine Antwort wartet. Ich könnte die Schicht gut übernehmen und würde gerne im Gegenzug eine meiner Schichten abgeben. Also klicke ich auf Schichten tauschen. Hier kann ich nun Schichten auswählen, die ich Anna zum Tausch anbieten möchte. Im Kalender sehe ich Annas und meine Schichten. Diese hier möchte ich Anna anbieten. Selektiere sie also und klicke links auf Schicht hinzufügen. Ich möchte ihr aber noch mehr Optionen geben als nur diese eine Schicht, weil das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir ins Geschäft kommen. Diese zwei kurzen Schichten zum Beispiel möchte ich ihr als Bündel anbieten. Das heißt, sie müsste beide zusammen übernehmen. Dazu selektiere ich sie und klicke dieses Mal auf Schichten gebündelt hinzufügen. Jetzt habe ich Anna zwei Angebote gemacht, zwischen denen sie sich entscheiden kann. Ich schreibe ihr noch einen Kommentar und klicke auf Speichern. Anna bekommt eine Nachricht und kann sich überlegen, ob sie eins meiner Angebote annehmen möchte oder nicht. In der Zwischenzeit hat Hans auf meine eigene Ersatzsuche reagiert. Deswegen bekomme ich hier eine Benachrichtigung. Da steht, dass er gerne mit mir tauschen würde. Ich klicke drauf und gelange zu meiner Ersatzsuche. Unten beim Verhandlungsstatus sehe ich die Kommunikation mit Hans und die Info, dass er mir ein Tauschangebot gemacht hat. Ich schaue mir das Tauschangebot an. Entweder im Kalender oder hier in der Liste. Wähle dann die Schicht von Hans, die ich lieber übernehmen möchte, bedanke mich bei Hans und klicke auf Tauschen. Voila! Ich habe meinen ersten Schichttausch geschafft. Mein Tipp: hole dir auf jeden Fall die Dr. Plano App für dein Handy. Damit wirst du besonders schnell informiert, wenn zum Beispiel jemand deine Schicht übernehmen möchte. Und du kannst komfortabel auf die Ersatzsuche von deinen Mitarbeitenden antworten. Am Anfang dieses Videos hatte ich erwähnt, dass du über die Tauschbörse auch Krankmeldungen machen kannst. Das funktioniert fast wie eine normale Ersatzsuche. Als erstes gehst du wieder im Kalender zur jeweiligen Schicht und klickst dort auf Ersatz suchen.
Ich sehe hier wieder meine ausgewählte Schicht. Dieses Mal wähle ich aber, ich bin erkrankt und kann nicht arbeiten. Ich werde darüber informiert, dass in diesem Fall nur meine Personalleitung benachrichtigt wird und nicht meine Mitarbeitenden. Ich hinterlasse ihr noch einen Kommentar, dass ich den Krankenschein per Post zuschicken werde und klicke abschließend auf Anlegen. Auch meine Krankmeldung wird mir im Schreibtisch angezeigt, dieses Mal aber mit einem Fragezeichen. Das bedeutet, dass meine Personalleitung zwar benachrichtigt wurde, aber die Krankmeldung noch nicht akzeptiert hat. Sobald das passiert ist, werde ich von Dr. Plano informiert und komme automatisch aus meiner Schicht raus. Ich kann mich dann wieder beruhigt ins Bett legen und zusehen, dass ich fit werde. Übrigens, auch eine Krankmeldung kann ich über die Handy-App von Dr. Plano erledigen und muss dafür nicht extra aus dem Bett aufstehen und an den Rechner gehen. So, jetzt bist du ein Experte in Sachen Tauschbörse und ich hoffe sehr, dass sie dir deinen Arbeitsalltag ordentlich erleichtern wird. Wenn du mehr nützliche Tipps zu Dr. Plano erhalten möchtest oder unsere Arbeit unterstützen magst, dann like und folge gerne unserer Facebook-Seite. Das wäre fantastisch. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und wünsche dir wie immer fröhliches Planen.